Seit meiner Ankunft in Griechenland am 24. Juni habe ich aufmerksam alle Wetterberichte studiert. Leider konnte sich die für die Jahreszeit an und für sich typische Nordwestwindlage nicht nachhaltig etablieren. Immer wieder traten Winde aus Süd bis West auf, genau die Richtung, in die wir wollten. In der Früh des 5. Juli, der Tag, an dem wir aufbrachen, herrschte Südostwind mit 10 bis 15 Knoten vor. Doch bereits gegen Mittag würde der Wind um 180 Grad drehen und dann aus Nordwest kommen. Aber auch diese Wetterlage sollte nicht konstant bleiben. Bereits am Dienstagnachmittag sollte der Wind dann auf Südwest drehen. Da auch für die kommenden Tage keine bessere Wetterlage angesagt war, bissen wir in den sauren Apfel und starteten zeitig in der Früh am 5. Juli. Das auch heuer wieder. Ich hab dem Angelköder neue Haken verpasst, weil die alten schon sehr rostig waren. Und jetzt binde ich die Angelleine am Boot an und wir werden mal schauen, ob wir einen Fisch fangen. Unser praktischer Geräteträger, wo das voriges Jahr angebunden war, ist ja nicht mehr da. Aber dafür haben wir jetzt einen ganz schönen Gerätebügel. Hat jemand aufgewickelt, der aber nicht weiß. Es ist gerade der zweite Tag unserer Überquerung des Ionischen Meeres. Gestern hatten wir ein bisschen ein Wechselpartnergefühle. Sabina war, wie soll ich sagen, sehr bald out of order. Wir hatten Südostwind, aber Schwell auch aus Nordwest und aus Südwest, und Squib schaukelte wie ein Floß hin und her. Und erst am Nachmittag, als wir dann in das Nordwestwindfeld hineinmotorten, beruhigte sich die Lage ein bisschen. Dieses Wellenbild am Anfang war wirklich nicht ideal.
Sogar ich habe dann, nachdem ich die Windpfanne montiert habe, da hat es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, ein leicht flaues Gefühl im Magen gehabt. Aber jetzt ist es ungefähr 14 Uhr. Ja, 13:30 Uhr und heute ist in der Küche Aufreißen und Essen angesagt. Ich habe mir eine Dose gefüllte Weinblätter rausgesucht. Ich habe Sabina schon die halbe Dose angeboten, aber sie hat dankend abgelehnt. Endlich ist der erhoffte Nord- bis Nordwestwind da und das heißt Motoren aus. Allerdings nicht lange, denn der Wind nahm stetig zu und bereits um 16, 17 Uhr haben wir ins Gros das Ref reingebunden. Um 18 Uhr dann das erste Ref in die Genua, um 19 Uhr ein weiteres und kurz bevor es finster wurde, haben wir dann noch einmal die Genua deutlich gerefft. Sie war dann nur mehr halb so groß wie normal. Und so ging es dann in die Nacht hinein.
Sabina versuchte zuerst im Salon ein bisschen zu schlafen. Ich habe sie dann gebeten, dass sie ins Vorschiff geht, damit ich mich im Salon ein bisschen freier bewegen kann, wenn ich Wache gehe. Ich habe dann zwischen Steuersitz und Sitzbank gewechselt. Im Freien war ich fast nicht. Es war dann doch relativ kühl, also Fließjacke und Segelhose waren dann schon recht angenehm. Und so ging es dann mit 5 bis 6 Knoten Rauschefahrt mit stark gereiften Segeln durch die ganze Nacht. Ein bisschen tricky war das Einstellen der Windsteueranlage. Das Boot reagiert relativ sensibel, denn wenn ich mein Gewicht vom Cockpit in den Salon bewegt habe, war das für das Boot schon eine Gewichtsverlagerung, die sich spürbar auf den Kurs ausgewirkt hat. Und so war es sehr schwierig, dann einen Kurs zu finden, der uns richtig durch die Nacht brachte. Kurz vor 3 habe ich dann Sabina geweckt. Ich hatte davor ein bisschen ausgereift, weil der Wind von 20 auf ungefähr 40 Knoten zurückgegangen ist. Und zwischen 2:30 und 3 ist er dann wieder gestiegen. Wir haben dann noch einmal die Genua wieder auf die Hälfte gereift und Sabina hat dann ihre Wache übernommen. Das ging leider nicht ab, ohne immer wieder mit dem Steuerrad leichte Kurskorrekturen durchzuführen. Ich habe dann im Vorschiff ungefähr 2 Stunden schlafen können, obwohl immer wieder Wellen von unten gegen das Brückendeck geschlagen haben. Aber ich war dann schon so müde, dass das ging. Und vor Sonnenaufgang gegen 6 Uhr habe ich dann Sabina wieder abgelöst. Behind us. We are just 1.5 miles on your port side in front of you. Can you see us? Doch, er hat uns gesehen. Okay, thank you. Keep an eye on us. Out. Ich kann schon Land da drüben sehen. Das muss die Halbinsel sein vor Crotone mit Cap Rizzullo.
Aber dort, wo wir hinfahren, kann ich noch kein Land sehen. Schade. Und auch heute sieht man, ist es noch relativ schaukelig, wobei jetzt der Wind leider schon etwas zurückgeht. Wir haben noch ungefähr 50 Meilen bis Rocella Ionica. Das heißt, wir kommen, wenn wir Glück haben, gegen Mitternacht an. Wenn wir Pech haben, erst in der Früh. Und so wie die Wetterprognosen von gestern ausschauen, werden wir in 2-3 Stunden dann statt Nordwest Südwestwind bekommen, der dann eigentlich gegen an sein wird. Am Anfang Gott sei Dank nur mit 5 Knoten und in die Nacht hinein sollte dann für eine gewisse Zeit auf 10 Knoten aus Südwest auffrischen. Ich hoffe, dass wir dann schon so knapp unter Land sein, dass wir ein bisschen Schutz vor den Wellen haben. Fisch haben wir noch keinen gefangen, obwohl ich schon mehrmals an der Leine gezupft habe, weil ich glaubt habe, es ist was drauf. Ansonsten geht es uns gut. Ich muss ehrlich sagen, dass wir beide von Nachtfahrten entwöhnt sind. Also so eine Routine wie früher haben wir nicht mehr. Wir haben auch nichts gekocht, seit wir abgefahren sind. Es hat heute genauso wie gestern auf dem Speiseplan Aufreißen und Essen gegeben. Ein paar Nüsse, Banane und das war's schon. Als Endstand für unsere Ankunft in Italien gibt es natürlich Spaghetti Bolognese. Das Wetter hat sich jetzt in den letzten 2 Stunden so weit beruhigt, dass auch die Wellen bereits viel weniger geworden sind und wir motoren circa mit 5 Meilen pro Stunde Richtung Rocella Ionica. Wir sind noch 35 Meilen, das heißt mindestens 7 Stunden bis wir dort sind. Ja, und was ist noch? Eine richtige Mahlzeit. Das Highlight des Tages. Das Highlight des Tages. Verspätetes Mittagessen, verfrühtes Abendessen. Auch Sabinas Lebensgeister sind wieder zurückgekehrt. Die Krankheit hinter mir gelassen und eine Mahlzeit zubereitet und kann sie auch genießen.
Das Büro öffnet erst um 9. In der nächsten Folge versuchen wir uns Covid-konform in Italien anzumelden. Nur mal um grob abzuschätzen, was unsere heutigen Optionen sind. Und kurz später haben wir dann einen Sessel überfahren. Und fahren nächtlicherweise durch die Straße von Messina.